Hoi und willkommen zurück zum nächsten Teil der Mental Health Fortress. Hier geht es um neue Pläne und neue Lösungen. Das ist analog zu meinem 4F-Video, das ich hier auch nochmal verlinken werde. Er erklärt sozusagen nochmal ein bisschen anders, ein bisschen besser, finde ich, um das ganze Konzept von Pete Walker auch zu verstehen. Ist dringend empfohlen, das 4F-Video zu schauen. Ich verlinke es auch nochmal und das Video über, dass unsere Emotionen eigentlich nur Ausdruck unserer Gefühle sind. Ich glaube, das war in dem Video, dass man Frauen niemals glücklich machen kann, werde ich auch nochmal verlinken. Ich werde das jetzt jeden Montag versuchen, hier durchzuziehen, die Reihe einfach. Ich weiß, das interessiert viele jetzt nicht, die keine Probleme mit sich selbst haben oder sich für Psychologie so tief interessieren. Mir ist das persönlich aber sehr wichtig hier. Das möchte ich einmal durchhaben, auch als Playlist. Und so gut es geht, werde ich versuchen zu stoppen, zu übersetzen, wo die Untertitel nicht funktionieren und auch nochmal zusammenzufassen für die Leute, die nicht so gut mitkommen. Okay, los geht's. Hello and welcome to the Fortress Mental Health Protection System. The first thing we need to do before we get into the techniques and the tactics and the tools I'm going to be sharing with you is I need to give you a little bit of an updated definition of what's going on. So people come usually for help with issues around mental health and they tend to cluster around particular issues. We have depression, very, very common. Depression, anxiety, addiction, dissociation, and anger management. So, das sind meistens die Symptome, mit denen sich jemand beim Therapeuten vorstellig macht. Ja, ist ja meistens das Symptom und nicht das dahinterliegende, wie beim Arzt ja auch. Oh, mein Finger tut mir weh, warum tut er mir weh? Und so ähnlich ist es ja auch. Also Depression ist klar, Depression, Anxiety sind Ängste, Addiction sind Süchte, Dissociation ist dissoziieren, also Tagträumen, einfach sich ausblenden, den ganzen Tag Computerspiele spielen, sich einfach von der Realität irgendwie ablenken. Und das Letzte, was er aufschreibt, ist Wutmanagement, also Anger-Management. Ja, sind alles verschiedene Reaktionen, emotionale Reaktionen unserer Psyche. Now, we tend to think of all these issues as being discrete, as being separate from each other, but they are not. They all form part of the same response. Now, das ist interessant, die sind alle praktisch nur ein Reaktionsschema und gar nicht so unterschiedlich voneinander, wie man glaubt. Now, this is called the Fortress Self-Protection System. Self-protection is a very, very key issue when we're discussing mental health. Actually, all of these are a description of a cluster of symptoms that sort of vaguely overlap. You know, you take something like depression, for example, there are at least 3 different types of depression with 3 different types of causes that would have 3 different types of treatment. So we need to think about this in a different way. These are all words that are used to describe how people feel and how they're interacting with reality. To me, it's all down to self-protection. These are responses. These are responses to pain. So all of this is an effort via the unconscious, those elements of the body, the brain and the hormonal system that are non-conscious. So, also, das sind alles Selbstschutzreaktionen, die das Unbewusste praktisch auslöst. Ja, hormonell, emotional. To protect you. They're all efforts at self-protection. Ja. You might be thinking, how is anxiety and depression protecting me? That's weird. It sucks. It actually doesn't protect me. It's actually harmful for me. Ja, der Naive würde raufgucken und sagen, wie kann das ein Selbstschutz sein? Das kann ja nicht gut für mich sein, die ganze Zeit Angst zu haben oder depressiv zu sein. I agree with you. These are unconscious, so you didn't consciously choose them, and they are primal.
Ja, also praktisch ursprünglich wird hier übersetzt urzeitlich, Primat kommt in den Sinn, ja, das sind urzeitliche Reaktionen aus dem Evopsych-Teil des Gehirns, aus dem Echsengehirn, ja, praktisch Grundreaktionen, die dann in den zweitältesten Teil, das limbische System, weitergeleitet werden, ja, desto früher solche Traumata, das wird er gleich noch sagen, gesetzt werden, desto tiefer sind die praktisch im Hirn begraben und sind halt unbewusst, ja, es sind unbewusste Schutzreaktionen. Das ist allein schon mal ein mentaler Spagat, dass man das begreift, dass die Gefühle nicht Ausdruck deines Wesens sind, sondern wie in dem Video, was ich vorhin erwähnte, war es Gefühle Ausdruck deiner Gene sind und deiner evolutionären Natur und in dem Fall eben Schutzreaktionen. Das ist schon mal ein ganz anderes Herangehen an solche Störungen, rein auf der Meta. In an evolutionary sense, we still have parts of us that are animalistic, that are evolved to respond to very, very harsh and violent environments. And those responses that have been developed over millennia, which are now hardwired into us at the genetic level, are not appropriate. They were appropriate, but they are now not appropriate to the threats that we face as the modern human being. Ja, das waren mal Reaktionen, die einer harten Umwelt angepasst völlig richtig waren, aber in unserer modernen Welt ziemlich überflüssig oder überreaktiv sind. So our responses to stress, this is self-protection, it's an unconscious and primal response to pain or stress. That's what these responses are. All of this is a response to pain and to stress. Das sind also unbewusste Reaktionen auf Schmerz und Stress. Everything that we see in the mental health field, I think, pretty much everything, most of the things are malformed or maladapted. It's called in the scientific literature a maladaptive response. So mal means bad, as in the root of the word malignant or malign. Ja, malignanter Narzisst hat man vielleicht schon mal gehört, bösartig. Mal ist in der Wurzel des Wortes halt bösartig und maladaptiv ist halt bösartig angepasst. Also eine schlechte Anpassung praktisch, die da stattgefunden hat. And then adaptive, how well is it evolving? How well is it adapting to the threat? Well, here's the threat. This isn't a saber-toothed tiger. This isn't an opposing tribe that's attacking us. This is just generic pain. Ja, es ist sozusagen nicht, wie er sagt, lustigerweise der feindliche Stamm, der gerade angreift, oder der Säbelzahntiger, wo du so eine heftige Reaktion brauchst, um zu überleben irgendwie. Sondern das ist so Alltagsstress und wir reagieren völlig darauf, teilweise. Generic stress, I don't feel good, I don't like it. The limbic system kicks in and goes, okay, pain, bad. Ja, also das limbische System, das C-System wird hier übersetzt, ist dieses, wo die Emotionen reguliert werden, der zweitälteste Teil des Gehirns. Und der optimiert einfach auch nur die Komfortzone. Ja? Also das, was gestern geklappt hat, wiederholen wir einfach. Ja, weg vom Schmerz hin zur Belohnung, ganz simplistisch auf Autopilot, 90% Autopilot die meiste Zeit. So funktionieren wir eigentlich. Pleasure, good. Pain, away. How do I get that away? How do I move towards pleasure? So, in another sense, we could say that all of the major mental health issues that we can describe, addiction, anxiety, so on, we can talk about them like they're separate. They're actually all part of the same thing, as I'll demonstrate, is not just a move towards protecting the self, and you need to understand this in order to resolve them, but it's to move away from pain. All of these are about moving away from pain, including anger management. Ja, das sind alles Reaktionen, die dich vom Schmerz wegbringen sollen. It's a move away from pain. Depression can be a response to pain where pain is overwhelming. So some people become depressed simply because they're traumatized by something that's happened to them recently and they don't know how to process it. Or they've diminutized, they've made their trauma smaller and they're not accessing it and they're suppressing their feelings. Ja, unterdrückte Traumata und Gefühle, also nicht verarbeitete. Wie gesagt, geht nicht darum, die ganze Zeit zu fühlen, sondern es gibt solche Dinge, die man eben auch ausleben muss, auch als Mann, sage ich dazu.
Ja, deswegen gibt es immer Momente, wo man sich ausschüttet, wo man trauert, wo man Emotionen auch auslebt. Das ist gesund, ja. Das macht man vielleicht jetzt nicht wie eine Frau in aller Öffentlichkeit und will dafür noch Brownie Points haben. Aber es gehört auch dazu, Emotionen zu verarbeiten, gerade schwierige Sachen. Und Depression kann sozusagen eine Reaktion sein, eben Schmerz zu verbergen. Da ich als chronischer Schmerzpatient auch depressiv war, könnte ich aus eigener Erfahrung sagen, war ich lange Zeit sehr depressiv, auch sehr in Dissoziieren. Kenne ich alles, ja, weil man einfach den Schmerz und die physische Existenz nicht ertragen will, kann. In dem Fall physisch, es ist aber psychisch genauso schlimm, wenn nicht schlimmer, wenn da was Unverarbeitetes ist. Und desto weiter es zurückliegt und desto tiefer es drin ist, desto schwieriger ist es. Und die Leute wissen es teilweise nicht und handeln einfach dementsprechend, wie wir halt so sind. Und meistens liegt dahinter, wie er sagt, eben ein Trauma, wozu er gleich kommen wird. Anxiety, typically, I'm going to give it to you in simplistic terms right now. Anxiety typically is the desire to flee or to take an action. So feelings of anxiety, how does it feel when we're anxious? You feel fearful and you want to do something. You're like, no, it's like, I can't sleep, I can't relax, I'm anxious. So there's the system is giving you a message. Ja, also Angst ist eine massive Fluchtreaktion. Man möchte sozusagen mal fliehen, zum 4F-Schema kommt er gleich. If we assume that this message is maladaptive, it is maladaptive, so it's maladaptive, it's not a clever adaptation, it's a weak or malformed adaptation, that's fine. That's one assumption we can make, but let's assume positive intent. This is a major shift. Ja, das ist eine massive Veränderung in der Betrachtung. Ja, dass es eine positive Absicht dahinter steht. Dein Körper, dein Unbewusstes, dein urzeitliches Gehirnsystem versucht was Positives. Es versucht dich zu schützen. Ja. Also dein Körper ist eben eine urzeitlich evolvierte Maschine und du weißt nicht anders zu reagieren und versucht dich da zu schützen. Das ist mal eine ganz andere Betrachtung auf diese negativen Gefühle, die wir alle nicht haben wollen, weil wir alle den ganzen Tag glücklich sein wollen, worauf wir sowieso nicht ausgelegt sind. Ja, auch negative Gefühle gehören sozusagen dazu und akzeptiert. Und ja, wie gesagt, unsere Gene wollen sich da optimieren. Ja. Wenn du Depressionen hast, will dein Körper dich davor beschützen, rauszugehen, weil der andere Stamm sein könnte und dich umlegen könnte. Also bist du lieber depressiv in der Höhle und wartest mal ein paar Tage ab, ja. Und Angst, wie gesagt, soll dich zum Weglaufen bringen, weil, oh, die Situation hier ist nicht gut, also lauf mal, ja, das ist halt Uhrzeit. Die anderen Dinge brauche ich nicht alle erläutern, ich glaube, das ist klar. When we're looking at mental health issues, let's assume that whatever is going on for us internally, however, anger management issues, that could destroy a relationship, dissociating all the time, which is like daydreaming. Some people now call that maladaptive, some clinicians now call that maladaptive daydreaming. Dissociating, daydreaming, you just want to be away from reality. You want to sink into your smartphone, you want to play a video game, you want to do online gambling. Sometimes it's porn, sometimes it's just literally just sitting there with your eyes glazed over, unresponsive. You're coming away from reality to escape it. Anxiety is saying there's a threat, do something about it. Depression is kind of saying this is too much, let's give up or suppress how we feel. The addictive cycle is an effort to deal, I think, with anxiety and isolation, strong feelings of loneliness and loss. So again, it's an inability to deal with pain and stress. And it's a way of dissociating from anxiety. So straight off the bat here, we have addiction actually is dissociation from anxiety. So das ist auch interessant, dass Sucht praktisch die Dissoziation von der Angst ist, ja. These are not distinct and discrete issues. They're all interlocking and interrelated. Anger management is an inability to process sadness and grief and feelings of vulnerability. Ja, und Wut ist eigentlich die Unfähigkeit, Verletzlichkeit und Trauer zu verarbeiten. Ja, man muss in den Angriff gehen, in den Gegenangriff, weil man eigentlich ein verwundetes Tier ist an der Stelle, innerlich, psychisch. And isolation, which comes up as emotional dysregulation, which then fires off a primal, unconscious response. Und das ist eigentlich emotional dysreguliert, ja. Wenn wir uns jetzt die schwierigsten Persönlichkeitsstörungen angucken, wie Narzissmus oder Borderline, was mit 1 und 1,5 Jahren entsteht, ist das praktisch ein urzeitliches Trauma. Man könnte es sozusagen medizinisch betrachtet auch so erklären, dass dort halt, also Wut ist halt sehr mit Narzissmus assoziiert in dem 4F-Schema, was gleich kommen wird.
sozusagen urzeitliche Reaktionen sind eigentlich darauf, dass die Abnabelung zur Mutter in dem Fall nicht richtig geklappt hat. Eben mit Wut oder mit Angst oder mit was auch immer, welcher Basisreaktion auch immer. Und das steckt halt sehr, sehr, sehr tief drin, desto früher das praktisch passiert ist in der Kindheit. But all of these have a positive intent. Even when they ruin lives, even when if it's ruining your life, if it's ruining your friend's life, if it's ruining a client's life, the positive intent from the unconscious and primal, it's stupid but strong. This is the way to regard the unconscious primal parts of ourselves that are firing all this. Strong, but really stupid. Stark, aber wirklich dumm, ja. Positiv in der Absicht, aber ja, nicht gerade nützlich in vielen Situationen. Das kann dein ganzes Leben zerstören, andere Menschen zerstören. Ja, aber es ist an sich nicht moralisch zu bewerten. Es ist ein Abwehrsystem, was dich eben selbst schützen soll. Perhaps like an animal would be. Super loyal, but you know, your dog is loyal, your dog loves you, but it's not got a PhD, it can't do critical thinking. Stell's dir vor wie ein Hund, das ist eine gute Analogie. Dein Unbewusstes, dein Echsengehirn ist super treu und will dich schützen und hat aber keinen Doktortitel, kann nicht kritisch denken. Ist einfach doof. You can't be like, well, Mary, we should weigh up the options here. It just knows what it knows and nothing else. The positive intent is always the move towards safety. When you are feeling safe again, or you've at least convinced the unconscious and primal part of yourself that you are safe, these will switch off. So to me, these aren't diseases of the mind. They're not viruses, there's no bacteria, there's no neurotransmitters or hormones that go with, there's no chemical, to me. These aren't caused by a chemical imbalance. They create chemical imbalances, but they're not. Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Es gibt kein chemisches Ungleichgewicht, was sozusagen dann das ermöglicht, sondern diese Kompensationsmechanismen erzeugen ein chemisches Ungleichgewicht. So erklärt er sich das. Caused by chemical imbalances. They're caused by a maladaptive response to pain and to stress. So from this we need another concept. So this is our cluster of, perhaps I've missed some out, the mainstream things that people go to counsellors and psychotherapists for. Depression, anxiety, social anxiety, which is still anxiety, addiction and anger management, and then everything else is kind of a correlate for all of these. These things, the major mental health issues that we need to be protecting ourselves against, are all around the issue of self-protection. They're all there to protect you. When you feel safe, those programs, they're not viruses, it's a program, it's a learned response. They switch off because they're not needed anymore. The way the body and the mind works is if you can demonstrate that you have a more effective method of getting something done, by the laws of efficiency, the brain will give up the older, less effective way of getting it done automatically. Das ist interessant, ja. Also man kann die evolutionäre Verdrahtung, dass eine einfachere Lösung sozusagen zum Ziel immer bevorzugt wird, auch auf das eigene Gehirn anwenden. Und wenn man sich sozusagen safe fühlt und eine andere, bessere Traumabewältigung und Bewältigung von diesem Schmerz und diesem Stress findet, schnappt das Gehirn um und sucht sich einen neuen Weg. Ich sagte ja mal, die Neuroplastizität ist bis ins hohe Alter verfügbar. Ja? Also allein schon das Ändern im Denken, allein schon das Ändern in der Betrachtung auf diese Reaktion und ein paar Umkonditionierungen und ein paar Denkmuster zu verändern, verändert erstaunlich viel. Ja? Habe ich auch an mir gemerkt. Das ist kein Prozess, der über Nacht geht oder dadurch, dass man sich es einmal erklärt. Aber ja, der Geist ist sozusagen mächtig. Und gerade auch hier ist dieser Ansatz der Psychologie, finde ich sehr, sehr interessant, sehr spannend und sehr mächtig. Ja? Also was ein paar Denkmuster zu verändern, schon verändern kann, ist brutal. Without second thought. Why? Because it's unconscious and primal. You may have responded with rage up until now, but if we can demonstrate to the unconscious a better way, you'll stop instantly. Because you're an efficient being, and those neural pathways of rage, they will die. They'll simply atrophy and die without a second thought. That's how it will work. Das ist brutal, was er da sagte. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal übersetzen. Das wiederholte das, was ich gerade sagte. These major mental health issues actually are derivations of a primal response from the unconscious at the animalistic level.
they fall into a category of 4 Fs. You will have heard of the fight or flight response, but you might not have heard of the fawn freeze response. So, These are the 4. da haben wir die 4 Fs. Ja, das Video habe ich dazu gemacht. Das verlinke ich jetzt mal hier. Ganz wichtig, Basiswissen für die Pete Walker Methode. Das basiert halt darauf, dass wir annehmen, dass alle komischen Überreaktionen, die wir hier gerade besprochen haben, basierend auf tierischen Grundreaktionen sind des limbischen Systems und des Echsengehirns. Also Fight und Flight kennt man, also kämpfen und fliegen, abhauen. Ja, das sind sozusagen eine evolutionäre Basisreaktion, die jedes Tier hat. Vorn ist das Rehkitz, ist nicht so bekannt. Vorn ist halt die Bauchrolle sozusagen, den Bauch zeigen, Aufgabe. Ja. Und Freeze ist halt stehen bleiben, wird er gleich noch erklären, ist auch eine urzeitliche Reaktion, weil viele Räuber früher eben auf Bewegung, ihre Augen und ihre Wahrnehmung auf Bewegung ausgerichtet war. Und dann war es sogar hilfreich, wenn nichts mehr geht, einfach schockstarre stehen bleiben. Und hast manchmal überlebt. Ja. Und so tief gehen halt diese Reaktionen zurück und daher kommen sozusagen abgeleitet, ich blende das Bild mal ein, ganz viele Reaktionen. Eigentlich. Eine interessante Logik, ja, eine evolutionspsychologische Erklärung von Walker, die ich sehr elegant finde, die sozusagen eigentlich die Evolutionspsychologie bis in die Psychologie hinein reinzieht und sozusagen Hardware und Software miteinander verbindet. Deswegen fand ich es persönlich als Erklärungsmodell wirklich interessant. Erklärt auch fast alle mentalen Erkrankungen, wenn man es mal so will. Eine ganz andere Denkweise auf die Psychologie. 4 Fs. You will be a primary responder for one of these and a secondary responder. So you might be das hatte ich im Video erklärt. Es gibt meistens bei Leuten, die ein gestörtes 4F-Schema haben, die irgendwas haben, die haben eine primäre Reaktion und dann irgendwas noch eine sekundäre Reaktion. Also wird er gleich erklären. Fight und Freeze, also unheimlich aggressiv und danach 2 Tage durch abwesend sitzt da und sabbert nur noch. So. Also gibt es ganz verschiedene Kombos. Ich wollte auch nochmal den zweiten Teil machen von dem 4F-Video, wo ich mal diese Mischtypen ein bisschen erkläre. Das mache ich vielleicht auch noch. Primarily like an angry person, and then secondary, that's your first layer response for dealing with stress, pain, trauma, and then your second layer response might be to freeze and to dissociate. So you might go into a rage, followed by 2 hours or 2 days even of just blanking out, just doing nothing. Dissociating, gambling, video games, as I said before, watching TV, just sitting there, just watching TV endlessly. What I'm now about to get into with you comes from Judith Herman. So if you want to read the literature, she came up with a term that is CPTSD. Posttraumatische Belastungsstörung, hat er sogar richtig übersetzt, auf Englisch CPTSD, also von Judith Herman. Sie ist sozusagen, die gesagt hat, alles ist Trauma, ja, daher kommt die These hier, die er aufstellt. Der Walker hat sich dem angeschlossen, hat sozusagen um das 4F-Modell erweitert. Interessante Ansätze auf jeden Fall und er versucht das halt so ein bisschen publik zu machen. Er hat halt die Popularität und ist ja auch ein guter Lehrermeister, finde ich. Also so von seinem Auftreten ist er mir natürlich sehr sympathisch, deswegen zeige ich ihn auch und er kann das gut erklären. Und er nimmt diese beiden Ansätze und macht daraus eben das, was wir jetzt sehen. It's wonderful. These psychologists, they invent these terms and they're terrifyingly complicated. This actually stands for complex. Ja, das C steht für komplex, hatte ich vergessen. Post-traumatic stress disorder. Now, right now you might be thinking, I definitely don't have PTSD. Slow down. You do have pain. You do have stress. Pain and stress is traumatic to the system. It is traumatic to you. Life is traumatic to most human beings. All human beings have an element of post-traumatic stress response. So post-traumatic stress response means after the event, you have a way of functioning in the world that relates back in time. Ja, erklär das mal gut. Also Post heißt ja praktisch danach, Entschuldigung, traumatisch. Also irgendwas ist passiert und alles ist Trauma letztendlich. Ganz viele kleine Mini-Traumata können wir haben, schwere Kindheitstraumata. Und wir gehen sozusagen regressiv im Kopf immer wieder auf alte Traumas zurück und reagieren dementsprechend. To something previous but isn't about now. That's PTSD.
sozusagen, was wäre jetzt ein gutes Beispiel? Ja, Bier trinken hat immer geholfen, eine Flasche Wein hilft immer, wenn es richtig schlecht aussieht. Also wenn wir immer wieder dahin gehen und damit irgendein Trauma bekämpfen, wenn wir dann wieder Sorgen haben, Kummer haben, die eigentlich wahrscheinlich aus einem größeren Kummer resultieren, der eben irgendwo mal davor war, vielleicht in der Kindheit. Ja, das sind dann sozusagen eigentlich Traumareaktionen, wenn wir uns extrem zutun, wenn wir anfangen, gerade Süchte wären jetzt ein Beispiel, oder Ängste zu kriegen oder eben all diese Schemata, die aus dem 4F-Schema hervorgehen können. When it's CPTSD, complex post-traumatic stress disorder, as defined by Judith Herman, is just, to make this very, very simple, you all know what most people know what PTSD is. You have a combat veteran. They go to war and then they will see something awful. One of their friends is killed in front of them. So thereafter, every time they hear a loud noise or a bang, or they hear the sound of breaking glass, perhaps they're in a vehicle, one of their friends is a victim of sniper fire. So they heard breaking glass and then their friend was dead. So every time they drive, every time they hear an engine start, every time they hear breaking glass, or they smell diesel fuel, or you know what I'm saying? That these become triggers that evoke. Er hat es mal ganz einfach runtergebrochen, was Trigger sind. Das kennt jeder aus dem Film. Der Kriegsveteran, der aus Vietnam oder irgendwo herkommt oder aus Irak. Und sobald er eben Dieseltreibstoff riecht oder Glas brechen hört, rastet er sofort aus, weil in dem Moment sein Kumpel neben ihm in die Luft gesprengt wurde und kriegt einen Backflash, einen emotionalen Backflash, zu dem er gleich noch was sagen wird. Das wäre so das klassischste Beispiel, um es mal zu verstehen. Das passiert sozusagen auch im kleineren Maßstab, ja, bei jedem Menschen. Flashbacks. That's standard PTSD. So you have a singular experience with a singular set of triggers. Achso, das wäre praktisch nur PTSD. Das ist wichtig dabei zu sehen. Das wäre ein Ereignis, was ein Trigger hat oder vielleicht mehrere und ein Trauma, praktisch, was man eigentlich singulär betrachten kann. That will allow you that cause the brain to replay the dangerous circumstances. Oh no, breaking glass means death. The sound of a car engine means death. The smell of diesel means something awful and traumatic. And the brain, the unconscious, primal, loyal but stupid animal, is going, wake up, this is dangerous, I need to keep you safe. My job is self-protection, this is dangerous. And you'll be driving to the supermarket going, this isn't dangerous. We just happen to be in a vehicle, which is, has the sound of an engine and the smell of fuel, the same as the vehicle was in that other set of circumstances. So it's singular. With CPTSD, complex in this situation just means instead of it being singular, there's a multiplicity of scenarios. So throughout a multiplicity of different events in your life, you experienced pain and stress. A lot of little traumas. Let's call them micro traumas. The example I use from shooting is PTSD would be when you fire a gun at a target and you go bang and you hit the target because you're a good shot and you make one nice neat little hole right in center mass. If you use, say, a pistol, a revolver to do that with. If you take a combat shotgun and you unload at the target from 6 meters away and you unload 6 shells into the target, you'll cut the target in half. Why? Because the shells fire out a lot of small bullets. Er erklärt gerade, wie eine Schrotflinte funktioniert. Das sind nicht Granaten, Shells sind halt diese Patronen. Jeder hat da schon mal sowas gesehen. Und die streuen halt schrotmäßig. Das wären dann diese Mikrotraumata. Das wäre zum Beispiel narzisstischer Missbrauch oder sowas in der Art. Ja. Immer wieder kleine Schrotladungen, die ich komplett, wie er sagt, das Ziel halbieren können eigentlich, ja, weil es noch viel grausamer ist, als wenn du ein einfaches, nicht komplexes Trauma hast, wo einfach nur ein Schuss abgefeuert wird und ein isolierbares Trauma ist. Gibt es natürlich, gerade weil das Leben kompliziert ist und meistens das vielschichtiger ist, so ein komplexes Trauma. Der Vergleich mit der Schrotflinte und der Pistole ist ganz gut, denke ich. For want of a better term, tiny little pellets that cause multiple fractures in the target. That's the difference between PTSD and complex PTSD. It's like a buckshot effect. Multiple tiny little tears, very hard for you to remember every single tiny little incident, but they have a cumulative effect, just like they do on the target, and it's very destructive. When you have a flashback that is from CPTSD, you don't remember visually. You don't smell the fuel. You don't hear the engine. You don't hear the glass break. You don't remember what you saw.
All that is remembered by the body and the brain at the most primal level is how it made you feel. Und das ist interessant. Also bei dem Combat-Veteran, bei dem Kriegsveteran, der erinnert sich dann wirklich, der kriegt einen wirklichen emotionalen Flashback. Der ist dann zurück in der Schlacht und praktisch im Irak und neben ihm platzt gerade sein Kumpel von der Granate oder so. Er ist voll da, das sieht man auch in den Filmen immer, wie er dann ausklingt und vielleicht dabei sogar wild um sich ballert oder so, weil er komplett weg ist, kompletter Flashback. Und das Interessante ist der Emotional Flashback. Und das ist, fand ich wirklich spannend, vom CPTSD, von diesem Schrotflinten, was weiß ich, narzisstischen Missbrauch zum Beispiel, ne, immer hier und da, alle 2 Wochen mal schön niedergemacht worden und dann wieder aufgebaut worden. Oder wir können auch Borderliner austauschen, ich will niemanden diskriminieren, ja. Dann hast du eine unbewusste emotionale Reaktion. Du hast ja nicht einen fixen Punkt, wo du dann zurückgehst, sondern du hast so ein Cluster von Verletzungen und du hast nur noch dieses starke Gefühl am Ende. Und du weißt auch gar nicht mehr, wo es herkommt. Ja, in einem anderen Kontext könnte ich jetzt erklären, dass wenn wir jetzt bei diesem Missbrauch von anderen Narzissten, Borderliner und so weiter sind, dass der Hippocampus praktisch die Erinnerungsfunktion, der schrumpft und die Emotionen, die Amygdala wird größer. Also du erinnerst dich kaum an was, dissoziierst, sagte ich an anderer Stelle schon mal, und wirst immer emotionaler. Ist eine Form von Trauma sozusagen, die bis in die Gehirnfunktion reingeht auf Dauer, die das Gehirn modifiziert. Und genauso ähnlich funktioniert es halt auch mit anderen Beispielen. Nur das ist gerade relativ eindringlich. Spannend dabei ist, dass wir nur noch das scheiß Gefühl haben. Wir wissen gar nicht mehr, wie die Schrotflinte uns sozusagen zersägt hat. Du kriegst nur noch das Gefühl. Und das ist eigentlich das Schwierige, dann in der Psychologie rauszufinden, in der tiefen Psychologie, wo diese ganzen kleinen Geschichten herkommen. How would you feel? Perhaps our combat veteran in that scenario felt suddenly shocked, then terrified, then overwhelmed, then angry, then whatever they felt in that particular scenario. So they would just experience the emotions. The emotional flashback would come up. And they would go into a primary response. Everybody uses all 4 responses, but different people have a preferential response, typically. As you progress through your therapy, you can actually switch responses, which is not great. We want you to have no primal response. We want you to have a human, adult, balanced response, not a primal one. But it does show therapeutic progress. Ja, wenn man sozusagen nur sein Hauptschema hat und sein Nebenschema und erster therapeutischer Erfolg zeigt sich dadurch, dass man auch mal ein anderes Schema nutzt auf einmal, anstatt seine primären angelernten Schematas. Allerdings will man natürlich hinkommen, dass man gar keine Reaktion mehr zeigt. Fighting is anger management. So if you have a primary fight response, when stress comes, you'll get very angry very quickly and you'll be looking for something to break. Flight, very simple, you want to run away. Either physically run away or emotionally you just will flight, you'll run away. Fawning means you start to plead, to beg, to negotiate. Bitten, betteln, verhandeln. This is very, very common with people pleaser syndrome and codependency. Co-Abhängigkeit, Nice Guy-Syndrom, ja, dieser neurotische Impuls, gefallen zu wollen. Oh nein, Mutti ist böse, warte mal. Oh. Das kennen ja viele sozusagen. Heutzutage kommt ja sowohl aus der Erziehung wie auch aus der Kindheit. Issues. That is a pronounced fawn response. So when stress or pain comes, you try and find a way of fawning, of negotiating with it. The primal context, saber-tooth tiger jumps out. If you're a fight responder, you crack its head with a rock. If you're a flight responder, you run like hell away. Genau, wenn du der Fighter, der Narzisst bist, der narzisstische Typ bist, willst du den Tiger mit dem Stein kaputt schlagen. Wenn du eher der Ängstliche bist, rennst du halt. If you're a fawn responder, you would be, don't kill me, Mr. Saber-tooth Tiger, eat this other smaller animal instead, and you take it and throw it in your path. Ja, ist doch hier dieses andere kleine Tier. Ja, bitte, bitte, iss mich nicht. Oder eben wirklich die Bauchrolle, die Demutsgeste, funktioniert ja bei Wölfen zum Beispiel, wenn sie eine Hierarchie ausknobeln. Dann dreht der andere sich auf den Rücken und zeigt den Bauch und dann gibt er damit auf. Ja. Was noch ein gutes Beispiel wäre, wären Eidechsen, die den Schwanz abstoßen, damit das Raubtier, was die Eidechse jagt, den Schwanz frisst. Ne? Einen Teil von sich aufgeben. Ja. Das ist es halt. Ne? Letztlich Sklavenmoral, jetzt wenn es um intermenschliche Beziehungen geht. Klar, so ich tue alles, ja, Schatz. Ja, ist, glaube ich, klar. The freeze response is another primal response, which is where you just keep very, very still in the context of a saber-toothed tiger or any predator whose predatory vision is
at its best when there is movement, because some animals throughout our evolution, they're evolved to see prey running away from them. So if the prey gets very still, they actually don't see it very well. So you have a chance, it's your last ditch chance in a survival scenario if you freeze, if you keep completely still. And many of us are walking around with this as a primal response. This means to recover from depression, anxiety, addiction, anger management issues, maladaptive daydreaming, also known as dissociation, what we actually need to do is overcome these things called emotional flashbacks. We do well to figure out what our primary response is and notice when it's coming up, but we really need to bring these emotional flashbacks down, which is what I'm going to teach you to do in the next section. So, das war's. Das war praktisch nochmal die Einführung. Trotzdem nochmal ganz spannend, das Konzept als Ganzes mal zu verstehen. Es gibt ein ganz anderes Verständnis auf mentale Gesundheit, auf Psychologie. Deswegen fand ich diesen Ansatz so spannend. Ich habe ihn ja im 4F-Schema schon mal dargestellt, jetzt hat er erst nochmal erklärt. Und nächstes Mal gehen wir dann ein bisschen tiefer. Insofern endet meine Arbeit hier. Eure und jetzt unten in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.